In dem heutigen Video teste ich Radierstifte und zeige dir, welche tollen Effekte du damit erzielen kannst. Bleib also bis zum Schluss dran und erfahre, welche Geheimnisse dahinter stecken. Also, legen wir los. Stift Nummer 1 oder Radierer Nummer 1 mit Stift. Ja, du siehst, ich habe hier einige Flächen vorbereitet, um dir das genau zu demonstrieren. Wir steigen aber auch noch hier in die Zeichnung ein, wo ich dir explizit noch mal einige Beispiele erkläre. Denn ich benutze die Radierer wenig zum Korrigieren, mehr zum Zeichnen. Also es sind Zeichenwerkzeuge für mich. Legen wir los mit dem ersten Radierer. Wir haben hier also einen normalen Bleistift. Wir legen die mal ein Stück hoch hier. Wir haben also einen normalen Bleistift und können hier so einen etwas größeren, breiteren Radierer raufstecken. Der ist, glaube ich, von Faber-Castell. Ja, und können dann wirklich ganz einfach, also ein ganz klassischer Radierer, damit eine Fläche radieren. Du siehst, wir haben hier einen gewissen Abrieb. Später stelle ich dir noch einen Radierer vor, wo der Abrieb kaum zu sehen ist oder gar keiner. Ja, mich stört das immer ein wenig. Wenn dich das auch stört beim Weiterzeichnen, gibt es hier einen Zeichenbesen. Einfach weg und du siehst, wir bekommen hier einen gewissen Effekt hin, ja, mit diesem Radierer. So, das war es aber auch schon zu dem Radierer. Er ist wirklich relativ einfach und man kann ihn hier wirklich aufstecken. Es gibt natürlich diese Stifte mit dem inkludierten Radierer hier, ja, auch von Faber-Castell, eignet sich genauso zum Radieren. Aber das sind für kurze Korrekturen und so weiter, bei Skizzen, Vorzeichnungen und so weiter. Später, wenn ich zeichne, sind mir diese Radierer einfach nicht, ja, genau auf die Zeichnung, auf das, was ich brauche, eingestellt. Und dafür gibt es, wie gesagt, feine Radierer. Also kommen wir zu Radierer Nummer 2. Da habe ich hier einen Radierstift, ja. Der funktioniert wie ein Fallminenstift. Du kannst die Mine hier komplett rausziehen. Ja, die Minen sind in der Originallänge so lang. Ja, also kannst wirklich sehr, sehr lange mit einer Mine radieren, je nachdem, wie groß deine Zeichnung ist, ja, und was du da genau mitmachst. Also der Radierer ist schon ein wenig feiner, wie du siehst. Und damit können wir jetzt schon hier etwas gezielter radieren, ja? Also etwas punktueller oder ein Muster erzeugen. Ja? Also auch sehr gut geeignet. Ich probiere mal und wir probieren mal hier komplett wegzuradieren. Da hat man auch wirklich einen guten Ansatz, aber dazu sollte es meistens nicht kommen, weil man zeichnet oder ich zeichne immer sehr zart vor, ja, und erst wenn alles steht, die Komposition des Bildes wirklich gelungen ist, werde ich erst immer dunkler. Ja? Also diesen Stift habe ich zum Beispiel hier eingesetzt. Ja? Du siehst, wenn ich einige Zweige und Äste hier etwas hervorheben will, dafür ist dieser Stift sehr, sehr gut geeignet, ja, und der wäre schon einfach etwas zu grob dafür. Ja? Den könnte man vielleicht hier im hinteren Bereich einsetzen. Das würde ja auch noch gehen, ja, dass man hier ein wenig Effekte reingibt. Also das funktioniert auch noch, aber je feiner man wird, je mehr sollte der Radierstift letztendlich den Bedingungen ansprechen. Ja, ein breiter Halm, hier haben wir einen Ast oder einen Strauch, der hier steht. Ja, also was ich sagen will, man braucht die Radierer immer genau für deine Kunstwerke angepasst, ja. Also wenn du kleinere Zeichnungen hast, brauchst du natürlich feinere und wenn du größer hast, gröbere. Und dann hängt es aber wieder davon ab, zeichnest du Haare, zeichnest du Fell und so weiter und so fort. Also machst du feine Strukturen, machst du gröbere Strukturen, zeichnest du realistisch oder weniger realistisch oder sogar hyperrealistisch. So, ein weiterer Trick ist noch,
jetzt will ich mit dem feinere Linien zeichnen. Dann habe ich hier ein Cuttermesser, lege mir die Pappe unter und schau mal, und habe hier eine ganz scharfe Kante. So, mit dieser scharfen Kante können wir hier wundervoll reingehen. Gräser rausradieren, Strukturen, Fell und so weiter und so fort. Ja, der nutzt sich natürlich relativ schnell ab. Ja, dann wird er halt noch ein weiteres Mal nachgeschnitten. Ja. So, wenn wir jetzt noch feiner arbeiten wollen, ich gebe dir wieder mal mein Beispiel, dann gibt es diesen Monocero, nennt er sich, von Tombow, diesen ganz, ganz feinen Radierstift, ich glaube hier 1,5 oder 2 mm maximal die Mine, funktioniert nach dem gleichen Prinzip, also auch wie ein Fallminenstift. Ja, Ersatzminen gibt es natürlich dazu auch. Hier zeige sie dir mal, ganz feine Minen, die sind auch nicht so lang wie bei dem anderen Radierer, ja, sind auch relativ kostspielig im Vergleich zu diesen. Aber das ist wirklich für ganz, ganz präzises Arbeiten bzw. Abtragen, Zeichnen gedacht. Wie gesagt, ich zeichne mit dem Radierstift mehr als ich abtrage, denn ich mache ja pure Bleistiftzeichnung, was du hier siehst. So, kommen wir mal zur Anwendung. Ich setze mir mal meinen Zeichenhandschuh auf, damit ich hier nichts verschmiere. Und ich spitze den auch, wie ich gerade gezeigt habe, mit dem Cutter etwas an. Du siehst, wir haben hier wirklich eine sehr, sehr scharfe Kante. Ja. So, und dann können wir zum Beispiel hier reingehen, ja, um Federn zu zeichnen. Weißt du? Oder um Kanten ein wenig hervorzuheben, ja. Dazu brauchen wir wirklich diesen ganz feinen Radierer, der eignet sich wirklich ganz toll dafür. Ja. Kann man wirklich haargenau radieren. Du kannst hier auch zum Beispiel eine Kante richtig gut hervorholen wieder, ja, weil du punktuell ihn genau darauf ansetzen kannst, was du willst. Ja. Also eignet sich wirklich sehr, sehr gut zum Zeichnen. Ein toller Radierer. Wie gesagt, schau auch in den Link in die Beschreibung. Dort habe ich dir die Materialliste verlinkt. Dort findest du Bleistifte und die Radiergummis und Papier und vieles mehr, was ich halt auch direkt für meine Zeichnung benutze, ja, ob klein oder groß. So, ich möchte dir das hieran noch einmal demonstrieren. Das war ja der Radierer Nummer 3. So, jetzt zeichnen wir ganz feine Härchen rein, ja. Und so wie sich der Stift wieder abnutzt, ist es wichtig, ihn immer wieder erneut fein zu schneiden. Ja? Eine gewisse Schräge ran und dann kannst du hier ganz fein Fell oder Härchen zeichnen. Ja? Also wir tragen wieder ab mit dem Radierstift. Wirklich sehr, sehr gut geeignet für extrem feine Sachen. Ja. Also, das ist der Monocero Tombow Radierstift. Ja. Du siehst, wie groß er ungefähr ist. Wirklich ein Spezialist für feine Linien und feine Härchen und Fell. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt Nummer 1, 2, 3. Jetzt kommt den Knetradierer. Sei gespannt, der kommt zum Schluss. Jetzt haben wir hier einen elektrischen Radierer. Ja. Siehst du, fast handlang, etwas größer, hier auch mit einer Mine. Du kannst verschiedene Minengrößen reinmachen. Ich habe jetzt hier eine relativ kleine reingemacht. Ich starte ihn mal. Du hörst ein leichtes Vibrieren, merkt man auch in der Hand, dreht sich ziemlich schnell. Und wir legen mal los. Du siehst, viele verschiedene Muster lassen sich erzeugen. Und wahrscheinlich siehst du schon den Unterschied zu hier. Ja, hier kann ich viel, viel heller wieder werden.
Das bekomme ich mit so einem Handradierer einfach nicht hin. Also der trägt wirklich den Graphit noch sehr, sehr gut ab. Ja? Zum Beispiel für Lichter. Schau mal, wenn du Augen hast und willst den Lichtreflex einzeichnen, ja, funktioniert das wirklich klasse. Aber auch für Gräser geeignet. Ja? Für alle möglichen Formen. Natürlich auch zum Abtragen. Oder punktuell genau radieren. Also wirklich sehr, sehr gut geeignet, wenn man hartnäckige Stellen hat beispielsweise. Ja? Du siehst, der macht natürlich einen richtig Späne hier, einen unglaublichen Dreck. Und ich möchte dir ihn jetzt noch einmal zeigen. Hier so ein spezieller Einsatz. Ja? Also du siehst ja hier von der Zeichnung hier, von der Wildgans, siehst du ja diesen Lichtreflex hier im Auge. Ja? So, und den möchte ich jetzt gern ein bisschen größer machen. Und jetzt stell dir mal vor, ich gehe mit so einem Stift rein. Ja? Das ist ein totales Gefummle und wirkt nie, wie soll ich sagen, du kriegst es einfach nicht punktuell so stark abgetragen. Ja? So, und dafür ist so ein elektrischer Radierstift wirklich gut geeignet. Die Firma heißt hier Tenvin. Und ich lege mal los. Ja? Ich mache den jetzt sozusagen etwas größer, ja? Sodass das Auge bzw. der Reflex noch mehr leuchtet. Ja? Und der Kontrast zwischen dem ganz schwarzen und dem relativ wenig weißen noch größer wird. Ja? Also, sei gespannt und los geht's. Siehst du? Kriegt man einen sehr, sehr schönen Effekt hin. Wichtig ist, ganz wichtig ist, dass du unbedingt vermeidest, hier wirklich richtig reinzugehen und dann das Papier kaputt machst. Ja? Also da musst du total aufpassen, denn es hängt nämlich auch davon ab, welches Papier du verwendest. Ich habe hier für diese Zeichnung ein 300 Gramm Papier. Also das ist ein sehr dickes Papier schon. Normales Kopierpapier hat ungefähr, naja, 80 Gramm. Ja, und das ist wirklich ein sehr dickes Zeichenpapier hier. Und ich sage immer, wenn du radieren willst, dann radiere, dann nimm dir wirklich ein gutes Papier. Hier kannst du dir eine Menge erlauben. Das Papier ist, man nennt es auch radierfest, ja, und licht- und alterungsbeständig. Also Papier, Zeichenpapier habe ich auch in der Materialliste, die du unten in der Beschreibung findest, auch verlinkt. Ja, also einfach reinschauen und dann bekommst du die kostenlos. So, weiter geht's. Also hierfür wirklich total super geeignet. Ja, ich könnte natürlich jetzt hier auch noch mal reingehen, aber das hängt immer davon ab, wie viel du sozusagen abtragen willst. Ja, wenn man zart abtragen will, ist dieser Radierstift wieder besser. Ja, weil da kann man mehr mit Gefühl, mit dem eigenen Druck arbeiten. Ja. Und der ist ja eigentlich ja wie so eine elektrische Zahnbürste fast. Also, ein toller Radierstift. Der elektrische Radierstift hier, wirklich gut geeignet. Ja. So, wir kommen jetzt zu Nummer 5. Wir kommen zum Knetradierer. Ich lege dir mal die einzelnen hier noch hin, dass du die noch einmal hier siehst im Vergleich. Ja, lieber so rum. So, jetzt kommen wir zum Knetradierer. Welche Funktion hat der? Mit dem trage ich auch ab, und zwar großflächiger. Ja, also als Beispiel nehme ich jetzt wieder das Feld Nummer 5 und ich möchte jetzt hier etwas abtragen, aber gleichmäßig abtragen. Entweder fällt eine Lichtquelle ein oder wir wollen mehr den Schatten hervorheben. Ja? Also ich forme den in der Größe, wie ich ihn brauche, und ziehe dann einfach rüber. Siehst du, hier haben wir einen starken Abtrag und hier wird er immer schwächer. Und wenn ich mich mal verzeichnet habe, zum Beispiel hier unten, kann ich das einfach so abnehmen. Ja? Das geht auch. Aber man kriegt damit halt sehr, sehr schöne Effekte hin. Ich mache ihn mal so, da kann man auch tupfen. Also bestimmte Muster erzielen. Ja? Du kannst hier wirklich schön rüberziehen. Ja? Und wichtig ist auch hier, immer ein schönes, dickes Papier zu haben. Denn das kennen die alle, wenn das Papier zu dünn ist, ja, dann fängt es nämlich ganz schnell an, hier zu knicken und dann hast du den Salat. Ja. Also selbst wenn man es festhält, ist es noch sehr, sehr schwer. Also man hat wenig Kontrolle.
Also ich empfehle dir immer mindestens 120 Gramm Zeichenpapier zu nehmen, außer du hast halt hier wirklich dünnes Skizzenpapier. Ja. So, ich zeige es dir nochmal hier an der Wildgans, die ich hier gezeichnet habe. So, jetzt möchte ich beispielsweise hier hinten im hinteren Bereich, wofür der natürlich auch gut ist, er macht keine scharfen Kanten. Ja, es sind ganz, ganz weiche und zarte Kanten und das zeige ich dir gleich. Also du siehst ja, bei der Zeichnung kommt das Licht von hier, von links oben. Und ich möchte jetzt im Hintergrund die kleine Pflanze hier, das kleine Ästchen, etwas hervorheben. Ich forme mir das entsprechend und gehe dann hier ran. Siehst du? Passiert gar nicht viel, aber es soll auch nicht passieren, weil es der Hintergrund ist, ja. Und wenn ich jetzt hier noch ganz Feines reinnehmen will, siehst du, gehe ich hier einfach rüber. Ich weiß, das ist kaum zu sehen, aber das ist Sinn und Zweck der Sache. Ich gehe mal hier ein bisschen in das Dunkle rein. Sieht man wirklich ganz kaum, also ist für ganz feines und zartes Abheben, je nachdem, welchen Kontrast du schon runtergelegt hast. Ja? Und wenn du halt ein bisschen mehr willst, nimmst du wieder diesen Stift und kannst halt hier reingehen. Ja? Aber pass auf, dass es nicht zu scharf wird, weil nämlich der Vordergrund scharf sein sollte und nicht der Hintergrund. Aber da kann man ja immer noch verwischen. Ich mache es selten mit dem Finger, aber der Hintergrund nennt sich ja deswegen Hintergrund, weil er zurückgesetzt ist auf der Zeichnung sozusagen. Ja? Und hier ist, ich gebe dir mal hierfür noch ein Anwendungsbeispiel für den Stabradierer. Hier kannst du zum Beispiel auch das Punkt genau hier hervorheben. Ja? Und hier wirklich die einzelnen Kontrastunterschiede gut zeigen mit diesem Stabradierer. Ja? So, was haben wir noch für einen Radierer? Wir haben jetzt die 5 und jetzt fehlt hier noch der bei dem Kreuz. Hier habe ich einen normalen Schulradierer. Ja, ich zeige mir jetzt die Firma nicht. So, mit so einem würde ich auf keinen Fall radieren, weil der wirklich sehr hart ist und nicht für das Zeichnen geeignet ist. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Hier ist wieder mein Blatt. Wir zeichnen etwas und verzeichnen uns und wollen jetzt hier wegradieren. Ein fürchterliches Geschmiere. Ja, und wenn du nicht aufpasst, passiert das. Also fürs Zeichnen nicht geeignet, für kleinere Sachen ganz gut, aber kleinere Sachen brauchen wir beim Zeichnen nicht. Wir haben ja immer dickes Zeichenpapier und dafür ist der Knetradierer, bestens geeignet, um leicht abzutragen. Aber ich sage immer, am besten ist, wenn du nicht radieren brauchst. Ja? Also zeichne zart vor, mach ganz leichte Vorzeichnungen und erst wenn du dir sicher bist, werd konkreter. Ja? Also im Falle eines Auges zeichne ganz dünn vor, guck, ob das Auge stimmig ist und dann wirst du konkreter. Ja, ich habe jetzt hier ein 6b, so einfach ist das. Ja? Okay, also der Radierer, was machen wir damit? Der fliegt weg. Ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video sehen. Hier oben verlinke ich dir die Playlist und dort erfährst du weitere spannende Dinge aus der Welt des Zeichnens. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und ich wünsche dir eine gute Zeit.